Hallo Mario Kelterborn. Ich freue mich, dass wir uns heute doch zumindest auf digitalem Wege begegnen. Sie sind bekannt als Sammler, vor allen Dingen der neuen Medien. Sie selber sind, soweit ich es mir anlesen konnte, in der Kommunikationsbranche aktiv. Von daher dürfte doch eigentlich dieses digitale Format der Kommunikation und Konversation für Sie recht vertraut sein in diesen Zeiten. Ja, also erstmal hallo. Ja, schön, dass wir das Gespräch führen. Absolut. Also ich tue mich mit den aktuellen Medien überhaupt gar nicht schwer, ehrlich gesagt. Ich kenne das seit den 90ern, da waren die Abstände in der Kommunikation noch ein bisschen größer. Dann sind wir ja sozusagen auf sicherem Parkett. Da darf ich Sie doch gleich fragen, Sie sind da so ein bisschen eingekeilt von zwei großformatigen Werken, die allerdings jetzt nicht den neuen Medien angehören. Was sehen wir denn da im Hintergrund? Ja, da sehen wir zwei Fotos von der Barbara Klemm, die ich persönlich sehr, sehr schätze. Und ja, unser Fokus in der Sammlung liegt tatsächlich auf den neuen Medien, auf Videoarbeiten, auf Videoinstallationen, durchaus auch mal Soundpieces. Aber Fotografie ist in der Sammlung tatsächlich auch vertreten. Und gerade zwei Fotografen, Barbara Klemm, Harald Hauswald, interessieren mich besonders, weil die halt diesen Lauf der deutschen Geschichte, also der jüngeren deutschen Geschichte, Bundesrepublik und DDR, großartig mitverfolgt haben. Und das links von mir ist eine Arbeit vom Berliner Kulturbrunnen von 73, von den Weltfestspielen, die damals in Ostberlin stattfanden. Und das rechts ist ein großformatiges Bild der Mauer, aber schon wie dieser Mann dort suggeriert, da ist tatsächlich ein Loch reingeschnitten. Wir können also feststellen, dass das wohl eher nach dem November 89 war. Ja, vielen Dank für die kleine Einführung in das Bild. Ich habe auch gelesen, dass Sie zu den neuen Medien, also zu den bewegten Medien gekommen sind, weil Sie sich eben für die Bilder und die Geschichten interessieren, die da drin stecken. Und so haben Sie ja jetzt schon ein bisschen erzählt, was für eine Geschichte in diesen beiden Werken steht. Wie kam Ihre starke Affinität zu den neuen Medien zustande? Gab es da ein Initiationserlebnis? Na, Initiation glaube ich nicht wirklich. Was für mich gilt, das haben Sie wahrscheinlich gelesen, ich bin ja in Ostberlin aufgewachsen. Und wir wissen nun alle, dass das Reisen für uns so gut wie unmöglich war. Also ich habe in der gesamten DDR-Zeit, ich habe 20 Jahre dort verbracht, bis die Mauer fiel. Und in der Zeit bin ich ein einziges Mal nach Prag gefahren. Das war also meine Auslandskenntnis. Und ich sage immer, Filme und Kino waren mein Fenster zur Welt. Also das hat mich nicht nur geprägt, das hat mich gelehrt. Dort habe ich gesehen, wie die Welt nicht nur aussieht, sondern auch funktioniert. Und ich glaube, diese Liebe zum Bewegtbild, diese Liebe zum Film habe ich einfach mit in die Kunst übernommen. Also für mich ist das völlig Normales, mit Bewegtbild umzugehen. Insofern tue ich mich auch wahnsinnig leicht damit, das als ein Kunstmedium anzuerkennen, wenngleich es nicht physisch ist. Und verfolgen Sie auch heute noch speziell, was eben im östlichen Teil Deutschlands passiert? Oder würden Sie sagen, inzwischen hat der Kunstbetrieb beide, sagen wir mal, Mentalitätsräume sozusagen nivelliert? Gute Frage. Gute Frage. Für mich auf keinen Fall nivelliert. Ich glaube, was mich geprägt hat, ist in Ostberlin dieses permanente Ausgesetztsein von zwei unterschiedlichen Systemen. Also ich habe in Ostberlin West Fernsehen geschaut und Sie wissen, das ging. Das war jetzt in Karl-Marx-Stadt schwieriger, aber in Ostberlin ging das natürlich. Und auf der anderen Seite habe ich ostdeutsche Presse gelesen und da wurden oft gleiche Situationen unterschiedlich interpretiert. Und ich glaube, das hat dafür gesorgt, dass man sich mit den gegebenen Informationen kritisch auseinandersetzt. Und das mache ich noch heute. Und das ist auch tatsächlich was ich von Kunst erwarte. Also ich mag dieses Plakative, hier ist was und denk jetzt bitte das oder jenes. Das finde ich ein bisschen wenig. Also ich glaube, man darf da durchaus sich an Kunst erfreuen, die anderen die Möglichkeit gibt, ein bisschen quer zu denken oder mehr als eine Meinung zuzulassen. Und neue Medien nochmal als Schlagwort in zwei Richtungen. Wie verhält sich das mit den neuen Medien und dem Markt, also mit der
Verkaufbarkeit, auch mit den Herausforderungen, die das an einen Sammler stellt, sich speziell mit neuen Medien auseinanderzusetzen. Und auf der anderen Seite, da werden Sie sicherlich auch in Ihrem beruflichen Leben mit zu tun haben, die Frage nach der Nachhaltigkeit. Wie schätzen Sie den ökologischen Fußabdruck für den Umgang mit Kunst mit Stecker sozusagen ein, und wie überhaupt ordnen Sie sich Ihr Verhalten als Sammler in diesen, wie soll man sagen, Nachhaltigkeit oder in diesen Gedanken, eben auch sehr verantwortungsvoll mit Kunst umzugehen? Das ist natürlich eine Fragestellung, die in diesen Zeiten nach Corona und dem verstärkten Nachdenken natürlich ganz virulent ist. Aber gehen wir vielleicht doch zurück zu dem ersten Teil meiner Frage. Bewegte, zeitbasierte Medien, so nennt man es ja auch, und der Kunstmarkt, wie agiert man da als Sammler? Ein kleiner Blick hinter die Kulissen vielleicht. Ja, für mich ist die Frage fast ein bisschen ungewöhnlich, wenn ich es so sagen darf, weil man sieht was und man interessiert sich dafür und man spricht über die Konditionen und dann erwirbt man es einfach und kriegt ein Zertifikat und eine Festplatte oder einen USB-Stick, oder wenn es eine Installation ist, gibt es dazu noch eine Installationsanleitung. Und einerseits, ja, braucht man Abspielgeräte. Da bin ich tatsächlich der festen Überzeugung, dass wir alles basiert auf Nullen und Einsen. Ich glaube also, dass wir auch die aktuellen Medien, wenn es wichtige Arbeiten sind, dann müssen wir uns einfach als Sammler zusammen mit den Künstlern und den Institutionen einfach darum kümmern, dass die erhalten bleiben, dass die also immer wieder auf vielleicht ein neues Format übertragen werden. Einige Künstler, bei mir zum Beispiel Gary Hill, von seine Arbeiten habe ich alle in 4 verschiedenen Bildformaten, 2 eher nordamerikanischen und 2 europäischen. Die laufen immer. Es ist konservatorisch, glaube ich, seitdem die Medien digital geworden sind, auch einfacher. Ich habe leider auch ein paar alte Arbeiten aus den mittleren 70er Jahren, die sind nicht mehr richtig zurückholbar. Die sind also die sind zerstört. Das halte ich für schwierig. Ich glaube, die digitalen Filme heute, die kann man erhalten. Insofern bin ich da tatsächlich recht entspannt. Das sehe ich als eine große Chance. Wir haben zum Beispiel letztes Jahr auch, das ist auch ein großer Vorteil von digitalen Medien. Wir haben eine Ausstellung in Seoul gemacht und die Vorgabe war, dass wir nichts verschicken. Also wir sollten auch zu den Installationen keinerlei Materialien verschicken. Dafür war kein Geld vorhanden. Alles wurde vor Ort gebaut. Also habe ich einen WeTransfer-Account, so ein professionelles, gebucht für einen Monat und habe für irgendwie, keine Ahnung, 10, 20 Euro 50 Gigabyte Daten rübergeschickt. Die wurden dort runtergeladen, installiert und 2 Wochen später war alles wunderbar fertig. Also das ist ein Riesenvorteil. Sie haben die zweite Frage zu diesem ökologischen Fußabdruck weggenommen. Ich will sie ein kleines bisschen noch mal vorholen, weil ich finde die sehr, sehr spannend. Weil ich glaube, dass wir in der aktuellen Situation, jetzt mal ex-Corona, ich glaube tatsächlich, dass wir übertreiben. Wir wissen, also ja, Geschichte wiederholt sich zum einen, aber wir wissen auch aus der Vergangenheit, dass beispielsweise die Energienutzung immer wieder zugenommen hat. Wenn wir neue Technologien entwickelt haben, als wir das Öl fanden vor 150 Jahren, hat die Energienutzung enorm zugenommen. Was ich also glaube, und da ist der Sprung zur Kunst für mich ein wichtiger, ich glaube, dass Kunst dazu beiträgt, dass wir uns unserer Probleme noch besser bewusst werden. Aber ich glaube noch viel mehr, dass Kunst es schafft, kreative Lösungen zu unterstützen. Nicht unbedingt zu produzieren, weil wir sind ja mit der Kunst nicht in einem Unternehmen beschäftigt, wo wir sagen, dies ist das Problem, jetzt bitte, liebes Kunstwerk, liefer uns die Lösung. Das ist zu viel. Aber was wir schaffen eine ungeheure Kreativität. Und diese Kreativität ist das, was aus meiner Sicht Probleme löst. Es wird aus meiner Sicht nicht sein, dass die Menschen anfangen, sich zu beschränken. Menschen wollen in den Urlaub fliegen oder in den Urlaub fahren. Das geht auch nicht mit der Bahn. Ich komme mit der Bahn nicht nach New York. Ich werde auch nicht wieder aufs Schiff umsteigen. Also ich muss fliegen. Beamen geht noch nicht. Insofern glaube ich tatsächlich, müssen wir Menschen eher daran arbeiten, kreativ Lösungen zu finden, als permanent zu versuchen, uns zu ändern. So leicht ändern wir uns nicht. Oder jetzt wie aktuell durch Corona, wir sind gezwungen, es zu tun. Aber da hoffen wir ja nun alle, dass das irgendwann auch mal wieder vorbei ist. Dass wir hier quasi die Menschheit gerade auskriegen. Ja, vielen Dank für das entschiedene Plädoyer für kreative Lösungen. Ich denke auch, man kann keinen besseren Umgang mit dieser Krise finden, als
noch das Positive an ihr zu sehen. Das heißt, auch abschließend nochmal gefragt, auch Sie selber reagieren jetzt auf die Krise, schränken sich ein bisschen ein, reisen womöglich nicht mehr so viel, aber Sie können natürlich noch immer gut nach Gießen fahren von Frankfurt aus, denn da läuft ja aktuell eine kleine Übersichtsshow über Ihre Sammlung und vielleicht sollten Sie uns noch ein bisschen die Geschichte dieser kleinen Ausstellung, oder vielleicht ist sie auch gar nicht so klein, ich habe sie eben leider auch noch nicht sehen können, erzählen. Ja. Ja, sehr gerne. Also wir haben die Corona-Zeit, also wie Sie sagen, also erstens, wir sind auch absolut gar nicht gereist. Also ich glaube, mein weitestes war fast Berlin, weil meine Familie lebt noch in Berlin. Deswegen auch dieser Bezug. Sie sagten vorhin kurz, wie ist mein Bezug Ost-West? Ja, also geografisch wissen wir, gibt es immer noch Osten, Westen, Norden und Süden und das Leben in der ehemaligen DDR ist immer noch eine kleine Spur anders als hier in Frankfurt, wo ich jetzt seit langer Zeit lebe. Aber dadurch, dass meine Familie da lebt, bin ich da häufiger und sehe auch, wie sich dort Dinge verändern. Also ich bin ganz wenig gereist. Ich vermisse das auch in der Tat. Ich vermisse auch dieses Treffen von Gleichgesinnten, diesen Austausch enorm. Wir haben die Zeit tatsächlich genutzt, um Kataloge fertigzustellen. Und es kam eben tatsächlich die Anfrage aus Gießen, ob wir nicht eine kleine Show machen wollen. Das ist eine wunderschöne Halle in Gießen, die, finde ich, durchaus nicht ganz so leicht zu bespielen ist, weil es eine große Halle ist mit ein paar kleineren, flacheren Stellwänden. Also die ist, glaube ich, um die 6 Meter hoch. Die Stellwände sind nur 3 Meter. Und wir haben eine Show gemacht, die in die Zeit passt. Die haben wir nämlich genannt Turning Points. Weil, wie wir alle auch Corona einschätzen, das kann jeder für sich tun, was wir sehr wohl wissen, und ich glaube, das steht fest, durch diese Situation hat sich was verändert. Also wir gehen jetzt doch mit Situationen, oder wir kommen in Situationen, die uns sehr viel Kreativität abverlangt und auch sehr viel Geduld abverlangt. Und wir wollten in der Ausstellung auf, ja, nicht sehr plakativ, aber einfach mal darauf hinweisen, dass es Änderungen einfach immer gibt. Also dass es sowohl Wendepunkte im eigenen Leben gibt, aber auch im überregionalen oder im globalen Maßstab. Also wir haben dort beispielsweise eine Arbeit von Gary Hill gezeigt, Pacifier, wo er diese beiden Hiroshima-Bomben nachbaut und also die Nagasaki-Bombe und die Hiroshima-Bombe fällt man natürlich nachbaut. Eine lässt er aus 10 Meter Höhe in Ultra-Slow-Motion gefilmt fallen und dann explodiert die und die macht was in unserer Sammlung oft passiert. Diese Videoarbeit ist sehr schön anzuschauen. Sie hat eine hohe Ästhetik, ein hohes Maß an Ästhetik und gleichzeitig diese unglaubliche Brutalität des Ereignisses. Und das haben wir oft in der Sammlung, weil wir glauben, dass man über diese Schönheit von Dingen auch den Bezug zum Inhalt kriegt und sich dann dadurch auch mehr damit auseinandersetzt. Und da gibt es einige Arbeiten, die wir dort in Gießen so gespielt haben. Das war eine relativ kleine Show, ohne Malerei, ohne Fotografie, tatsächlich nur einiges an Skulpturen und einiges an Installationen, insgesamt 25 Arbeiten. Mehr hat der Raum auch gar nicht vertragen, weil wenn die Installationen ein bisschen größer sind, dann wissen Sie, muss man ja wahnsinnig aufpassen in diesem offenen Raum, wie diese Blickachsen und so weiter funktioniert. Also das hat viel Freude gemacht. Aber auch da wussten wir vorher, und so ist es eingetreten, normalerweise ist Gießen ist immer noch eine Universitätsstadt mit vielen auch interessierten Schülern obendrauf. Die Schulklassen durften nicht in die Kunsthalle und die Studenten sind im Moment zu Hause und werden nehmen an den Vorlesungen online teil. Insofern wussten wir vorher, dass es höchstwahrscheinlich wenige Besucher hat, aber ich glaube da tatsächlich dran, dass man gerade in so einer Phase auch wirklich ein Zeichen setzen muss und sagen muss, schaut, das Leben geht weiter, wenn auch auf einem anderen Niveau, aber nicht mehr Kunst zu zeigen, kann ja nur falsch sein. Ja, danke für diesen positiven Ausblick. Dann kann ich Sie an der Stelle nur zu einer weiteren kleineren Reise einladen, nämlich von Frankfurt nach Köln zu kommen im November, wenn dann die Art Cologne beginnt. Und ich bedanke mich an der Stelle für dieses sehr interessante Gespräch und würde sagen, wir bleiben in Kontakt, unabhängig davon, was in der Welt drumherum so geschieht. Vielen Dank, Herr Kelteborn. Danke. Das machen wir auf jeden Fall. Und vielleicht das auch nur, das vielleicht für Sie nur zur Kenntnis, das wissen Sie wahrscheinlich. Ich habe die letzten 1,5 Wochen tatsächlich mit einigen Galerien gesprochen, die gefragt haben, ob ich komme. Und da haben Sie ja gesagt. Ja, also wichtig hin oder wichtig her. Was ich damit nur zeigen will, ist, also die Galerien fragen auch wirklich nach, Ja. weil es natürlich schon darum geht, dass wir uns ja auch austauschen. Ja, es geht ums Verkaufen auf einer solchen Messe. Wir wissen aber auch, das geht deutlich leichter, wenn mehr Leute kommen. Und
Die können ja Abstände wahren, die können Maske tragen. Aber ich glaube, so wie ich die Hallen kenne, da ist genügend Platz, als dass wir da ganz wunderbar Kunst anschauen können. Das glaube ich auch. Vielen Dank. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.